Hi Leute, heute geht es um ein Neckermann Luxus-Kassettentonbandgerät. Ich habe zuerst gedacht, das ist am schwierigsten zu reparieren, weil ich für dieses Gerät keinen so einen 220 Volt Stecker habe. Aber es hat sich herausgestellt, das ist tatsächlich am leichtesten. Nun, ich schraube es jetzt mal auf und ich erkläre euch das mal. Der Deckel ist schnell ab, das sind nur 4 Schrauben und dann liegt das Laufwerk vor einem. Ich habe den Riemen, den alten, der nicht mehr gegriffen hat, mal durch einen normalen Haushaltsgummi getauscht. Ich werde den allerdings dann noch durch einen speziell neuen tauschen, weil der Haushaltsgummi, der ist nicht so genau gefertigt, der leiert. Aber ich kann euch das dann auch mal vorführen. Als erstes, was ich mache, ist, ich schraube das ganze Chassis jetzt mitsamt der Platine aus dem Gehäuse raus. Und da muss ich sagen, da haben die Entwickler mitgedacht. Ich habe hier eine Schraube, hier eine, dann hier 2 Schrauben und da noch eine Schraube. Und wenn ich die Schrauben raus habe, dann kann ich das ganze Chassis von dem Gehäuseteil rausnehmen. Die Schraube da drin ist wohl am schwierigsten, aber die haben da extra von der Platine so eine Ausbuchtung gemacht. Und gut ist es, wenn man den Schraubendreher dann magnetisch macht, dass den Schraubendreher über einen starken Magnet zieht, dann kann ich die Schraube hier schön rausschrauben und dann mit dem magnetischen Schraubenzieher kriege ich die schön raus. Aber hier haben sie auch eine Schraube versteckt, das ist Auseinanderbauen verhindert, das ist die hier. Und die Knöpfe muss man natürlich abziehen. Also ich habe hier außer den Gehäuseschrauben jetzt 2 kleine Schrauben, die 2 kleinen, 3 große und die von vorne, die schwarze hier. Und dann geht das Ganze auf. Die Knöpfe dann noch abziehen, dann müsste das runtergehen. Genau, das Ganze geht runter und das ganze Laufwerk liegt vor einem. Aber jetzt tue ich da erstmal 4 Akkus rein. Eigentlich gehören Babyzellen rein, weil ich die nicht habe. Und mal die Zellen hier, hoffe, dass sie drin bleiben. Wenn ich hier Play drücke oder so, merkt man schon, es dreht sich. Dann das Ganze jetzt mal wieder aus dem Chassis raus und mal gucken. Dann spiele ich da mal in 1 Kilohertz Ton ab und man hört schon, der leiert. Aber das Laufwerk spielt das ab. Das Laufwerk funktioniert. Die Elektronik funktioniert auch. Der 1 Kilohertz Ton leiert. Ich stecke jetzt mal ein Oszilloskop an den Lautsprecher an. So, da auf dem Oszilloskop kann man auch deutlich sehen, dass durch den Riemen die 1 Kilohertz leiern. Die werden auseinandergezogen, zusammengedrückt. Also man kann es auch sehen, die 1 Kilohertz leiern. Gut, dann würde ich sagen, tue ich den Haushaltsgummi raus und mache den Riemen hier rein, den Gummi. Dazu habe ich das Teil mal angeschraubt. Ich hatte das schon geschmiert, weil ja der Bolzen hier schon richtig da was reingerieben hat. Das hat dann angefangen zu quietschen. Dann nehme ich den Haushaltsgummi ab. Der ist wohl nicht so genau gefertigt. Der eiert. Und nehme den Rundriemen, lege den Rundriemen da rein. Der muss hier rum. Das muss da auf die Scheibe da. Und dann um den Motor. So, und wenn der Riemen dann schön drin liegt, hier, jetzt kann ich das da wieder drauf schrauben. Das ist noch geschmiert, das brauche ich also nicht weiter schmieren. Vielleicht sieht man es ein bisschen, da hat es richtig so eine kleine Mulde in der Mitte reingeschliffen. Ja, Hauptsache das ist geschmiert, weil der liegt ja, wenn der normal liegt, da auf. So, jetzt haben wir das Blech da an den 2 Schrauben wieder drauf geschraubt. Das hier hat minimal Luft. Tack, tack. Kann sich minimal bewegen. Okay. Der Riemen ist drin, der neue. Dann jetzt mal das wieder umdrehen und mal nochmal messen, wie sich der 1 Kilohertz drin von Kassette jetzt anhört, ob er jetzt noch leiert. So. Hört sich schon besser an. Dann haben wir Oszilloskop wieder am Lautsprecher und jetzt sieht es so aus. Okay, er leiert trotzdem noch irgendwie, aber schneller. Aber das Signal hört sich deutlich natürlicher an. Jetzt kommen wir zur Tonkopfeinstellung. Und zwar, das war von Tonkopf total verstellt. Jetzt versuchen wir mal den Tonkopf einzustellen. Und zwar, wenn ich hier am Tonkopf in der Höhe hier verstelle, kann man hier am Oszilloskop sehen. Da wird es leiser, lauter und wieder leiser. Ich stelle das jetzt auf maximalen Pegel ein.
dazu mal schauen. Ich muss lauter drehen. Dann kann ich das besser einstellen. Ich kann hier rauf und runter. Und jetzt stelle ich das auf maximalen Pegel ein. Also den Tonkopf so einstellen, dass das auf maximalen Pegel ist. Dann stimmt der Tonkopf auch. Genau, die Einstellschraube hier, die einstellen, dass am Lautsprecher der maximale Pegel von den 1 kHz Ton ist. So, und jetzt funktioniert das. Aber man sieht schon die Gleichlaufschwankungen, die sind da. Das sind die Gleichlaufschwankungen vom Kassettenrekorder. Das 1 kHz ist nicht sauber. Die schwankt immer wieder hin und her. Einen Nachteil hat das noch. Und zwar, wenn die Kassette zu Ende ist, schaltet sich das nicht aus. Das Laufwerk ist so alt, es hat keine Abschaltautomatik. Man muss manuell abschalten, sonst läuft es da ewig weiter und dann treibt die Rolle hier das Bandende da durch. Dann, der Lautsprecher ist ganz ordentlich, finde ich. Die Elektronik, da kann man die 2 Trafos sehen. Es ist ein rein transistorisiertes Gerät. Und bei dem sind scheinbar auch die Akkus alle noch ganz, was sehr gut ist. Dann würde ich sagen, nehme ich die Kassette dann mal wieder raus und schraube das wieder zu. Dieser Luxus-Kassettenrekorder, der ist leichter zu warten. Leider kann man die Geschwindigkeit vom Motor nicht einstellen, die ist fest, da ist kein Body dran, auch auf der Platine nicht. Und dabei ist es dann wieder gut, wenn der Schraubendreher magnetisch ist, dann kann man die Schraube einfach an den Schraubendreher hängen, die wird magnetisch festgehalten und kann sie dann reinschrauben. Was ich dann wieder gut finde, die Batterienfedern sind das so stark, dass die Batterien ziemlich gut da drin halten. Jetzt wenn ich auf Play, es ist Rücklauf, Stopp, ich auf Play gehe, merkt man schon, der Motor treibt den Riemen an, das wird angetrieben, das hier ist die Rutschkopplung, die haben die hierher gemacht, ist sehr gut, und die Schwungscheibe. Jo, so schrauben wir den Deckel wieder drauf. Dann nehme ich mal eine Musikkassette und spiele die ab. Jetzt, wo ich das wieder zusammengebaut habe, jetzt ist ein schönes kompaktes Gerät. Ich habe hier Klang, hier Lautstärke. Was aber komisch ist, der Lautstärkeregler, Klack, hat hier so einen Klack. Für was ist der? Ist der vielleicht für Aufnahmeautomatik oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn das aus ist, läuft das ja weiter. Aber die Spur stimmt jetzt auch. Der Klang. Was ich gut finde ist, man kann das aufmachen und die Kassette beim Laufen beobachten. Ja. Ich würde sagen, funktioniert. Hier haben wir noch eine Batterieanzeige, die steht hier im roten Bereich. Wenn die runter sinkt auf das Grüne, dann ist die Batterie leer. Aber solange sie hier bei Rot ist oder Anfang vom roten Bereich, ist es okay. Dann stimmt auch die Bandgeschwindigkeit. Ja. Das war das Nordmende Luxus Kassetten Tonbandgerät. Ich werde jetzt mal, und zwar, wenn ich auf Wiedergabe bin, funktioniert Vorlauf nicht. Ich muss Stopp drücken, dann Vorlauf. Mal ein bisschen vorspulen, wieder Stopp und Wiedergabe. Das Lied ist immer noch nicht zu Ende, immer das mit den Spulen auf Kassette. Ich möchte das nächste Lied. Jetzt. Lautstärke ist auch ordentlich da. Das ist Viertel so. Also laut ist es auch, also es reicht. Funktioniert, sehr gut. Okay Leute, das war jetzt das erstmal letzte Kassettenrekorder-Video. Danke Stefan für die Kassettenrekorder und auch für die Riemen. Stefan hat mir noch Riemen besorgt. Jo, okay.